So, ladies and gentlemen, today we like to present Ms. Shannon Volaitis and Mr. Andreas Dinkelmeyer, and you like to introduce your institution and your position, please. Hello everyone, my name is Shannon Volaitis. I'm the Director for Disaster Response and Risk Reduction with the International Fund for Animal Welfare. I'm here today with my colleague Andreas. Hello, I'm Andreas Dinkelmeyer. I'm campaigner for the International Fund for Animal Welfare, IFAW, here in Germany. Yeah, would you like to say in general what is your idea, or what are the interests of your institution, IFAW? Well, our institution is actually a conservation-based organization that has this incredible pillar of animal rescue, because we firmly believe that in order to accomplish our conservation-based goals, we must address the rescue challenges that face animals, entire communities, and the habitat where these animals live. Yeah. So we must address the entire picture of not only being able to rescue and care for animals within a habitat, but that habitat needs to be safe and secure, and that's where our conservation work comes in. So it's a holistic approach to protecting both animals, people, so that they can thrive together on our planet. And you, Mr. Andreas Dinkelmeyer, would you like to add anything? Or yes, so we're implementing what Shannon just told us. We're implementing that here in Germany. So that's about how to get animals also into the disaster planning, how people can prepare themselves and their animals for disasters so they are more resilient and can react better when disaster strikes. And today here's a gathering. Would you like to explain who is here? Who did you invite? For what purposes you are here today? We invited everyone. Yeah. Everyone is welcome. That's very Everyone nice. is welcome. We want to keep spreading the message that saving people, saving animals must be the same conversation. Yeah, of course, on the same level. Yes, so before, during, and after a crisis, any type of crisis, man-made or natural, we must be aware that in order to protect people, we must be able to protect animals. Because we saw, even recently in Ukraine, when refugees left, they left because they could take their pets with them. Millions of lives were saved because people were able to leave with their pets. They knew they had permission to cross that border safely with their pet. Millions of lives. And we must keep spreading the message that in order to save people during a crisis, we must be including plans for animals. Such a precious message. And you, Mr. Andreas Dinkelmeyer, would you like to add anything? Well, today we're exactly talking to all our guests about this, and what we plan for Germany, for Europe, what we witnessed in Ukraine and Poland, just to make people aware how important it is to prepare, and as Shannon just said, before the crisis, during the crisis, and after the crisis, to consider humans and animals at the same time. Thank you very much. This is at first enough. So we're waiting, exciting for your speech today, and we continue then. Thank you so much. Willkommen. Ich heiße Hedda Möller, ich bin Journalistin und auch Pressefrau und ich unterstütze Dörte. Das ist Dörte von der Reit, die ist Pressesprecherin des IFAW Deutschland. Ich unterstütze sie bisher bei der Pressearbeit zusammen mit meinen Mitstreiterinnen Evelyn und Susanne. Und wir hoffen, dass wir heute einen sehr inspirierenden Abend haben. Ansonsten, alles Gute. Dankeschön. Das ist Franziska Knabenreich, die bekannteste Hundefriseurin Deutschlands und Tierschützerin. Und ich bin froh, dass sie da ist und auch dieses Anliegen heute Abend unterstützt. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja. Mein Name ist Dörte von der Reit und ich leite die Presseabteilung beim IFAW in Hamburg. Das ist ein kleines Büro, von dem aus wir den gesamten deutschsprachigen Raum betreuen, also die Medienarbeit im deutschsprachigen Raum. Darf man fragen, was Sie im operativen Geschäft machen? Also was
für Themen, Aktivitäten Sie vielleicht nach außen hin publizieren und Wir haben einen großen Strauß an verschiedenen Kampagnen, also 5 Arbeitsschwerpunkte. Das ist zum einen Tierrettung und Tierrehabilitation, also Wiederauswilderung von Tieren. Dann der ganze Bereich Marinearten, also Meeresschutz, Schutz von Meereslebewesen. Dann der ganze große Bereich Wildtierkriminalität. Und dann haben wir... Onlinehandel wahrscheinlich gehört dazu. Onlinehandel ist ein großer Teil genau. von der Wildtierkriminalitätskampagne. Da arbeiten wir zum Beispiel in einer großen Koalition, in der wirklich alle großen Global Player mit drin sind, Facebook und wie sie alle heißen, weil da ja auch viel Handel stattfindet auf deren Portalen. Und mit denen arbeiten wir zusammen und versuchen, deren Richtlinien zu verschärfen, dass einfach weniger Handel stattfinden kann. Sie gehören zu den größten Organisationen weltweit für Tiere. Inwieweit hat jetzt die Ukraine-Krise Ihre Tätigkeit beeinflusst und was haben Sie da für Maßnahmen? Wir haben ganz schnell unser Team dahin geschickt nach Polen, weil in die Ukraine konnten wir ja schon nicht mehr. Und wir haben ein internationales Tierrettungsteam, das sehr gut vernetzt ist weltweit und zu verschiedenen Einsätzen in aller Welt reist, in Absprache mit den lokalen Behörden. Und wir wurden von den polnischen Behörden angefordert und um Hilfe gebeten, haben ein Team dahin geschickt, die die Situation vor Ort angeschaut haben, um zu gucken, wo ist die Hilfe am nötigsten, und haben im Wesentlichen 2 Sachen gemacht, abgesehen von vielen Einzelspenden an Tierheime und so, aber 2 Sachen. Wir haben ein blaues Zelt übernommen an der Grenze in einem Ort namens Medyka, an der polnisch-ukrainischen Grenze, und das war der Übergang, wo die meisten Geflüchteten zu Fuß rübergekommen sind. Und die sind halt nach langer Reise total entkräftet da angekommen und sind dann zu uns in das blaue Zelt gekommen, konnten erstmal durchatmen und auch sich selber ein bisschen entspannen, und wir haben die Tiere erst versorgt. Also medizinisch betreut, und die meisten waren aber in recht gutem Zustand, aber die waren halt dehydriert und hatten Hunger. Und dann haben sie Equipment für die Reise bekommen. Da sind wirklich unglaubliche Geschichten passiert, dass Leute wirklich in einer Ikea-Tasche eine Schlange dabei hatten oder was. Und die mussten wir halt alle ausstatten, auch mit vernünftigen Transportboxen. Die Leute haben wirklich ihr Gepäck zu Hause gelassen, um ihr Tier mitnehmen zu können. Das ist aber auf jeden Fall... Da haben wir geholfen, und wir haben 2 Tierärztinnen am Bahnhof in einer nahegelegenen Stadt dort, und die betreuen die Geflüchteten, die am Bahnhof ankommen. Möchten die Sie, Tiere der Geflüchteten. Ja, vielen Dank. Möchten Sie noch einen aktuellen Aufruf starten, vielleicht an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie sagen, wie man sich engagieren kann, wie man sich bei Ihnen einbringen kann in der Institution? Ja, auf jeden Fall. Also am besten auf unsere Webseite gehen, ifaw.org, und dort sich informieren. Da steht, wie man uns helfen kann. Man kann uns natürlich spenden, das ist natürlich toll, dann können wir selber entscheiden, wo wir das Geld einsetzen. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn unsere Petitionen unterstützt werden. Und sie sich einfach informieren, indem sie unseren Newsletter anfordern. Das würde uns total helfen. Können Sie uns auch explizit Ihre Kontaktadresse nochmal nennen, dass wir Sie auch erreichen können? Ja, Sie finden mich auch auf unserer Webseite unter Pressekontakt, Dörte von der Reit. Ich danke Ihnen recht herzlich und wünsche uns noch einen schönen Abend. Danke. So, nun haben wir Frau Vanessa Nowacki. Ich grüße Sie recht herzlich. In welcher Eigenschaft sind Sie heute hier für die Organisation? Und ich habe gehört, Sie haben sich sehr, sehr vorbildlich eingesetzt für die Einrichtung. Genau, also ich arbeite für den IFAW ursprünglich, oder was heißt ursprünglich, ich bin für die Förderung zuständig und arbeite im Fundraising, war aber jetzt vor kurzem für eine gewisse Zeit an der polnisch-ukrainischen Grenze und habe Flüchtlingen geholfen, mit ihren Haustieren über die Grenze zu kommen. Das klingt ein bisschen extrem, aber ja, wir haben die Tiere versorgt, die mit Flüchtenden die Grenze passiert haben. Und normalerweise sitze ich im Büro und betreue Spender und erzähle ihnen von unserer Arbeit. Und jetzt zuletzt habe ich halt direkte Arbeit an der Grenze geleistet, und heute werde ich davon berichten. Das heißt, Sie waren vorher mehr verwaltend tätig, genau, aber jetzt sind Sie mal tatsächlich auch wirklich in einer Aktion mit eingebunden gewesen, um wirklich Menschen zu retten und zu helfen, da wo Hilfe eben notstand. Korrekt, also gerade den Haustieren von den Menschen, die geflüchtet sind, weil die ja natürlich auch nicht vergessen werden dürfen. Kann man allgemein davon ausgehen, dass die IFAW grundsätzlich an vielen Brennpunkten ist vor Ort, um auch eben halt
viele, sag ich mal, notleidende, sag ich mal, Situationen auch zu dokumentieren und auch vor Ort irgendwas zu initiieren? Genau, oder, das ist ja? genau das, was wir jetzt halt gerade in Europa aufbauen. Ja. Also wir sind zuletzt sehr viel in Amerika unterwegs gewesen, beziehungsweise auch in Mittelamerika, und jetzt bauen wir gerade dieses Katastrophenschutzprogramm in Europa auf, weil immer mehr Katastrophen leider Gottes passieren, und jetzt zuletzt halt der Ukraine-Krieg, der jetzt natürlich immer noch im Laufen ist, versorgt werden muss. Also wir sind die quasi den Personen und den Menschen helfen. Gibt es noch etwas, was Sie zum Abschluss gerne erwähnen wollen, was Ihnen wichtig ist für die Einrichtung oder wichtig, uns Zuschauerinnen und Zuschauern mitzugeben, damit wir auch in Zukunft vielleicht für Sie, sag ich mal, auch eine Anbindung, sag ich mal, bekommen? Und ja, logisch. Also ich kann nur sagen, dass der IFAW das verspricht, was er sagt. Wir helfen Tieren, wir versuchen Tiere wieder aufzupäppeln, und sei es Wildtiere oder Haustiere, wir sind genau dafür da. Transparenz und alles, genau. Man weiß, wo das Geld ankommt, wo die Hilfe auch wirklich ich habe es ja genau gesehen, ich war ja vor Ort. Ich danke Ihnen, wünsche uns einen schönen Abend. Ja? Danke. Dankeschön. So, jetzt haben wir prominenten Besuch, Franziska Knabenreich. Ich grüße dich. Du bist auch heute hier Fürsprecherin für die Organisation IFAW. Darf man mal fragen, in welchem Kontext du heute eingeladen worden bist und wofür du dich im Regelfall einsetzt? Ich sag mal auch wahrscheinlich für viele soziale Themen und auch Tierthemen natürlich. Also ich bin natürlich ein großer Tierschützer, ne, für die Vox-Sendung Hund, Katze, Maus. Pflege ich ja Tierschutzhunde, ne, die nach Deutschland kommen und weitervermittelt werden. Und gerade aktuell habe ich ein sehr, sehr enges Verhältnis mit der Ukraine, mit den Geschichten, die dort passieren. Denn ich pflege bei mir in Eltville, in meinem Hundesalon, Hunde aus der Ukraine kostenlos. Ja. Und ich habe auch eine Ukrainerin jetzt eingestellt, die Hundefriseurin ist und bei mir lernt. Ach, das ist ja toll. Ich versuche einfach ganz, ganz viel Dinge zu tun, das ist nicht unbedingt mal materiell, dass man Geld gibt, sondern dass man einfach guckt, wen kann man miteinander connecten, kann ich einen Hund frisieren, der es wirklich dringend nötig hat, und wir vergessen oft die Tiere in der Ukraine, ne? Wir kümmern uns viel um die Menschen, das ist auch okay, aber die Tiere, das sind ja nicht nur die Haustiere, das sind ja auch die Wildtiere, ne? Das sind die Tiere, die dort in den Tierheimen sind, in den Zoos. Ja, und deswegen freue ich mich, dass ich die Einladung bekommen habe. Ich war gerade hier in Hamburg, weil ich habe hier in Hamburg einen Laden eröffnet, deswegen hat es gepasst. Und erzähl uns gerne was über den Laden. Super. Ja, was bietest du dort an vor Ort? Ich habe ja, meine Marke heißt ja Feingemacht, mein Hundesalon. Und wir haben jetzt hier in Hamburg, in Norderstedt, einen quasi zweiten Feingemacht-Laden eröffnet. Und wenn hier natürlich Menschen aus der Ukraine stranden mit ihren Tieren, machen wir das natürlich auch sehr gerne hier im Norden dann. Ja. Darf man noch etwas über dein Format selbst erfahren? Du bist ja bekannte Moderatorin bei Vox. Kann man dich sehen mit dem Format? Wie heißt es bitte nochmal? Hund, Katze, Maus. Hund, Katze, Maus. Genau, und da bin ich quasi als TV-Hundefriseurin unterwegs, aber auch als TV-Host, wenn es um Fellthemen geht, ne? Rund um welches Fell auch immer. Ne? Möchtest du noch irgendwas Aktuelles ankündigen zum Abschluss? Irgendwas Schönes oder was jetzt dir auch wichtig ist noch in diesem Moment? Ja, also wichtig ist, dass die Leute einfach ein bisschen freundlicher und netter im Internet miteinander umgehen. Ja, ne? das ist natürlich auch eine Thematik für sich. Ja. Alle ein bisschen mehr lieb haben. Ja, das Leben ist schon stressig genug, und wenn wir alle ein bisschen mehr aufeinander achten und einfach mal 5 Grad sein lassen, ne, dann ist, glaube ich, die Welt ein bisschen schöner. Ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne. So, nun wollen wir Frau Ann-Kathrin Groß vorstellen. Welches Unternehmen repräsentieren Sie bitte? Haug Aufhäuser Lampe AG, eine Privatbank, die international tätig ist. Ja, und heute in welchem Kontext sind Sie hier? Wahrscheinlich ist bei Ihnen auch soziales und gesellschaftliches Engagement großgeschrieben. Definitiv, wir verfolgen auch eine ausgefeilte Nachhaltigkeitsstrategie auf Konzernebene sowie in den verschiedenen Divisionen unseres Bankhauses und sind auch national und international natürlich tätig. Ja. Darin spiegeln sich in diesen Aktivitäten auch Nachhaltigkeitsstrukturen und unsere Denkweise wider. Von wem wurden Sie heute geladen? Und heute geht es ja um die IFAW. Das heißt, wie weit haben Sie auch ein Herz für Tiere? Also ich wurde geladen über einen Gast, den Sie schon länger eingeladen und dazu gebeten hatten. Ja. Wir sind geschäftlich in Kontakt, auch über den Bankbereich. Und das Institut heute, wie Sie auch hier sehen können, IFAW, ist mir natürlich noch nicht persönlich bekannt, natürlich als Institut als solches, und auch die Tierschutzbelange durchaus geläufig und liegen mir sehr am Herzen, auch als Privatperson. Wollen Sie gerne noch was über Ihre Bank sagen, über Ihre strategische Ausrichtung, dass man erfährt, was Sie im Kerngeschäft sozusagen tun?
Die Bank ist eine der wenigen Privatbanken Deutschlands, international tätig und ist in allen Divisionen unterwegs. Das heißt im Private Banking, im Asset Servicing als Asset Provider. Das heißt, hier geht es um die Beratung bei der Auflage von Fondskonstrukten im In- und Ausland. Unsere Haupthubs Luxemburg, Deutschland, Irland, aber auch über See bis hin zu China aufgrund der Struktur auf der Inhaberebene, sowie auch überall in Deutschland das Private Banking aktiv ist vor Ort. Daneben auch Investment Banking, wenn es um Börsengänge geht oder andere Konzepte und vieles mehr bis zum Eigenhandel. Das klingt sehr spannend. Ich danke Ihnen recht herzlich auch für Ihr Engagement und Interesse heute und wünsche uns einen schönen Abend. Ja? Dankeschön. Ja, willkommen. Wir werden gleich, Shannon und ich werden gleich über unser Programmbereich Katastrophenhilfe und Risikominimierung sprechen. Shannon wird das aus dem eher internationalen Blickwinkel uns erzählen. Shannon spricht offensichtlich Englisch. Ich werde immer wieder dazwischen zusammenfassend übersetzen. Und wenn Sie Fragen haben, gerne uns signalisieren, dann gerne Fragen stellen, weil es nicht nur, wir wollen nicht nur erzählen, sondern gerne auch ins Gespräch kommen. Genau. So, Shannon, I just thought you're going to tell us everything now and now. Ja, Entschuldigung. Shannon ist ganz klar, Shannon ist die internationale Programmchefin für diesen Programmbereich Katastrophenhilfe und Risikominderung und ist extra zu uns hier nach Deutschland gekommen, um uns darüber zu berichten. Wir hatten letzte Woche in Paris schon ein Training, weil wir diesen Bereich in Europa aufbauen. Und dazu werde ich später noch ein bisschen mehr erzählen. Unsere Einsätze sind international, aber das erzählt uns jetzt alles Shannon. So, Shannon. That sounded so lovely. He said very nice things, didn't he? Well, thank you all for being with us today. It is my pleasure to be here to speak a little bit about the IFAW Disaster Response and Risk Reduction Program. I am the director, but I am also a responder, a vet tech, a volunteer manager. All of these roles are very critical in what we do in our program. So, Shannon ist nicht nur die Programmdirektorin, sondern sie geht auch in Einsätze. Sie ist Tierarzthelferin und sie managt auch die ganzen ehrenamtlichen, freiwilligen Helfer, die dabei sind, was manchmal eine sehr große Aufgabe ist. As many of you know, I'm assuming all of you know, animals are often voiceless victims of natural and man-made disasters all around the world. Tiere sind meistens Opfer von Katastrophen, ob menschengemacht oder Naturkatastrophen, die oft keine Stimme haben. Our program's primary goal is to protect animals before, during, and after a disaster. Das Ziel unseres Programms ist, Tiere zu schützen vor Katastrophen, während Katastrophen, aber auch danach. And we really must recognize as human beings that our actions significantly affect not only the animals, but the habitat that we share with these animals. Unsere Aktionen haben einen gravierenden Einfluss auf die Tiere, aber auch ihre Lebensräume. Und das muss uns viel stärker bewusst sein. The way that our program accomplishes our goal of protecting animals, their communities, and the habitat before, during, and after a disaster is through two primary activities. One is to build local capacity
in every community around the world, based on their needs, how they feel about animals, how they feel about their environment, design a way to reduce the risks of the threats that they face. Wie wir das erreichen wollen, die Tiere vor, während und nach den Katastrophen zu schützen, das sind eigentlich zwei Hauptansätze. Der erste ist, dass wir die Menschen und die Gemeinden, Kommunen vorbereiten wollen, dass sie sich um ihre Tiere kümmern können. Je nachdem, wie das Verhältnis der Menschen vor Ort zu ihren Tieren ist. Und das ist weltweit sehr unterschiedlich. Aber das ist halt sehr wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen. So that first initiative, that focus of trying to better prepare those who cherish animals in a community, that's very idealistic, that, oh, we can just prepare everyone. Because sometimes there's a catastrophe, there's a disaster, a crisis that no one could have even imagined. Idealerweise, also dieser Ansatz, dass alle immer vorbereitet sind für sich und ihre Tiere, ist ein Idealansatz, weil es oft Katastrophen gibt, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können oder nicht vorbereitet sind, vielleicht auch gar nicht vorstellen wollen und deswegen uns nicht vorbereiten. So when that catastrophe happens, and it may not be a catastrophe that touches all of the news media that everyone hears about, it may just be dangerous enough to cause a crisis at that local level. Manche Katastrophen sind ja nicht, kommen gar nicht in den Medien vor, sondern sie können auch sehr, sehr lokal sein, aber trotzdem ist es ja eine Katastrophe, die halt eine Kommune, ein Gebiet besonders betrifft, ohne dass wir alle davon hören. So our definition of catastrophe is really relative, right? Also die Definition von Katastrophe ist sehr relativ. And when that happens, IFAW has their second huge initiative. I mentioned two. The second is that we are able to, within 24 to 48 hours, deploy trained field responders to support communities in need and their animals. Wenn eine Katastrophe eintritt, dann kommt dieser zweite Bereich, den Shannon am Anfang erwähnt hat, zum Tragen, dass wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden eben Katastrophenhelfer in das Gebiet schicken. And that's around the world. Weltweit. And some of the constant themes that you will see throughout all IFAW programmatic work all around the world really resonate with our program, and we're going to walk through just a few of those and why they're so important that we keep in mind these themes, these challenges that are facing our world today. Es gibt 4 große Themen, die eigentlich alle unsere Programmbereiche betreffen, aber auch eben insbesondere den Programmbereich Katastrophenhilfe. Und wir werden jetzt gleich in größerem Detail darauf eingehen. Oder Shannon. So climate change, is there such a thing? Gibt es den Klimawandel? Well, depending on who you ask, right? Right? So climate change, we are seeing more frequent natural disasters having a greater impact on communities. So a category 1 hurricane is now hitting at a category 4, 5, more routinely, with more significant impact on communities. Durch den Klimawandel sehen wir mehr natürliche Katastrophen und sie werden intensiver, stärker. Also ein Beispiel von Shannon sind Hurricanes, die kommen halt in den USA häufiger vor, wo das früher vielleicht eine Kategorie 1 Hurricane war, also kein so besonders starker, ist das jetzt eher ein Kategorie 4 oder 5. Aber um das kurz einzufügen, in Deutschland haben wir das ja auch wie letztes Jahr mit dem
den Fluten im Ahrtal oder die Waldbrände, die jetzt in Brandenburg waren. So, an example of this would be the droughts in so many, pretty much the entire continent of Africa, for example. Well, it stretches even further throughout northern Africa, and we have a project in Somaliland where we're not solving drought, but rather we're reducing the risks associated with drought on the animals and their caretakers. Ein weiteres Beispiel dafür sind Trockenheiten, Trockenperioden, die sehr viel intensiver sind, vor allem Afrika betreffen, auch immer mehr Nordafrika. Und wir haben ein Projekt in Somaliland, wo wir natürlich nicht die Trockenheit an sich, daran können wir nichts ändern, aber die Auswirkungen können wir abmildern. So the lessons we're learning in Somaliland about helping farmers change their grazing patterns to reduce the need to sit in one area and deplete a resource is one example that will be able to shift from Somaliland through northern Africa into the greater continent. Was wir dort lernen und anwenden, ist, dass man mit den Bauern zusammenarbeitet, um zu erarbeiten, wann sie wo ihre Tiere zum Weiden bringen, um nicht keine Überweidung stattfinden zu lassen. Und das, was wir dort erarbeitet haben, das können wir eben auch im weiteren Kontinent Afrikas anwenden und dahin bringen, das Gelernte. So one thing I really love about IFAW is we don't just deliver water to the cattle in Somaliland. We could hire a water truck and go dump a bunch of water, take some pictures and walk away. But that's not our mission. We are going to serve those communities by making an impact today and into their future. Was uns als IFAW sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht einfach nur nach schnellen Lösungen suchen. Also im Beispiel dieser Trockenheit, wir könnten ganz leicht einen Tanklaster mit Wasser dahin bringen und Wasser abgeben, Bilder machen, die Kühe tränken und dann wieder abhauen. Aber das ist natürlich keine nachhaltige Lösung, sondern wir schauen nach nachhaltigen Lösungen. So by convening farmers and the authorities that manage livestock throughout Somaliland, we're able to help them help each other by designing ways to use their very precious resources in the most efficient way. Wir bringen also die Bauern, aber auch die Behörden zusammen, die natürlich auch sehr viel lokales Wissen mitbringen, um zusammen mit denen Lösungen zu erarbeiten, damit sie eben auch langfristiger mehr sich gewappnet sind für Trockenheiten. Wildlife crime. You may think, well, that doesn't necessarily relate to natural or man-made disasters, but I'm going to tell you how it does. Wildtierkriminalität ist ein anderes Thema. Eigentlich auf den ersten Blick scheint es keinen Zusammenhang zu geben zum Katastrophenschutz, aber Shannon erzählt uns gleich, wo es doch einen Zusammenhang gibt. So when catastrophic events or conditions impact the livelihoods of a community, people have to look for other forms of work. Katastrophen haben Einfluss auf die Einkommensquellen der Menschen und wenn die zerstört wird, schauen die Menschen natürlich, okay, wie können sie ihr Überleben sonst sichern. So in India, for example, when COVID hit so dramatically and people had no work to go to because their businesses weren't open, they had to look at other opportunities. And guess what is everywhere in India? Ein Beispiel ist in Indien, als die Corona-Krise viele arbeitslos gemacht hat, die dann kein Einkommen mehr hatten. Und natürlich haben sie nach Möglichkeiten geschaut, zu überleben für sich und ihre Familie. Und was überall immer da ist, sind natürlich Naturräume. They have some of the most
beautiful, diverse wildlife in all of the world. Indien hat einer der diversesten und schönsten Diversitäten, Tierreichtum, Tiervielfalt, Artenvielfalt. Danke. Genau. Entschuldigung. Translation. Ja. So what you have now is an opportunity to feed your family, because this amazing wildlife, diverse wildlife, flora and fauna, catch a pretty price in other countries. Natürlich die Wildtiere, aber auch Pflanzen sind natürlich eine Einkommensmöglichkeit für die Menschen, die zum Teil ja auch sehr hohe Preise dafür erzielen können. If we were able to better prepare communities for a pandemic, a medical health pandemic, but it's still a pandemic where local resources are devastated. Wenn Gemeinden, Kommunen besser vorbereitet sind auf Katastrophen wie etwa auch eine Pandemie, auch eine medizinische Katastrophe in dem Sinn, sind sie widerstandsfähiger, resilienter. So if we can help them plan, which raises their resilience to such a catastrophic event as a pandemic, well, now we've given them other tools, so perhaps they don't have to look to wildlife crime to be able to take care of their family. Je besser sie vorbereitet sind, macht die Kommunen, desto widerstandsfähiger sind sie, dass sie eben nicht auf diese Ressourcen, die Naturressourcen zurückgreifen müssen, um ihr Überleben zu sichern. Now, habitat fragmentation, thanks to, again, human behavior, putting roads where there weren't roads before, etc., etc. I could go on and on. But the way that this catastrophe relates directly to my program's work is because when this happens, those precious resources like, I don't know, water, food, now game on, because it's competition. Lebensraumfragmentierung ist eben auch verschärft die Situation, weil natürlich der Druck auf Ressourcen, die nicht so häufig sind wie zum Beispiel Wasser, sehr viel stärker wird und der Zugang von den Menschen in diese Lebensräume sehr viel einfacher ist. So now we're looking at a disaster. Basically, the competition for these precious resources will result in a winner and a loser, and the loser is often the animal. Wettbewerb, danke. Der Wettbewerb um diese seltenen Ressourcen hat meistens Gewinner und Verlierer, und die Verlierer sind viel zu oft die Tiere. And the last picture up here is a reference to natural disasters. Das letzte Bild ist eine Referenz zu den natürlichen Katastrophen. Now, we've already spoken a little bit about the increase in both the rate and the impact, that magnitude of natural disasters. But what I didn't mention before is that we're seeing natural disasters happen in places that have never seen them before. Wir haben schon kurz erwähnt, dass die Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen sich verstärkt. Was wir noch nicht gesagt haben oder erwähnt haben, ist, dass Naturkatastrophen jetzt auch an Orten stattfinden, die vorher noch nie sowas gesehen haben. We basically think of the calendar year as a disaster season now. It's January through December. It's just disaster season around the world. Das Kalenderjahr betrachten wir inzwischen als eine Katastrophensaison, also von Januar bis Dezember tatsächlich ohne Unterbrechung. Wo es vorher tatsächlich Saisons gab, reiht sich jetzt eine Katastrophe an die nächste. Because we have a global remit, we really have to be prepared 365 days a year. Weil wir global agieren, müssen wir tatsächlich bereit sein, 365 Tage im Jahr zu handeln.
And we have to try and spread the message of preparedness and response and recovery to people that never thought they would have to hear it. So it's a whole new conversation to have in 2022. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch die Botschaft verstärken, sich vorzubereiten, auch gerade in Gegenden uns mit Menschen, wo das vorher undenkbar ist, oder wo man gedacht hat, na okay, hier wird uns das nicht passieren, wir müssen uns nicht vorbereiten. Aber das ist, hat sich gewandelt. And so some of the mechanisms by which we try to address some of those challenges are up here on the screen now. Hier sehen wir einige Mechanismen und Wege, wie wir diese Herausforderungen angehen wollen. So rescue. IFAW believes that a rescue believes at the moment that we make a decision as an organization and professionals in our field to intervene in an animal's life because we believe them to be in crisis. Retten ist nicht nur retten, sondern es ist uns völlig bewusst und es muss eine sehr professionelle Entscheidung sein, dass wir in das Leben eines individuellen Tiers intervenieren, weil wir denken, dass dieses Tier in einer Krisensituation ist. So we see an animal in crisis. It could be here, anywhere. We make a decision to intervene. Rescue to IFAW means that we are now responsible for that life until they are back home safely, whether that's in the wild or with their family. And only then is rescue complete for IFAW. Rettung bedeutet für uns, dass wir eben diese bewusste Entscheidung treffen müssen, dass wir intervenieren, egal wo das ist. Und das bedeutet aber auch, dass wir diese Verantwortung für das Tier übernehmen, nicht nur für das Retten, sondern retten und dann bis das Tier wieder in seiner Heimat ist, egal ob das jetzt wieder in der Wildnis ist oder bei seinen Besitzern. Artgenossen. Ja, genau. Nein. Nur ein bisschen. Prepare. This is my favorite word. How do you say prepare in German? Vorbereiten. Ooh, boy. Easy. You can do that. Vorbereiten. My favorite word. Because when we prepare, we save lives. For every $1 that we spend on preparation, we save $8 on rescue. Hello. Vorbereiten ist Ihr Lieblingswort. Also prepare. Try vorbereiten. Vorbereiten. Very good. Yes. Ja? Weil das eben so wichtig ist und jeden Euro oder Dollar, den wir für die Vorbereitung ausgeben, erspart uns $8 oder 8 Euro dann später bei notwendigen Rettungsaktionen. So the investment makes good sense, right? So diese Investition ergibt sehr viel Sinn. But more important to IFAW is the fact that we have saved lives, both human and animal, by better preparing a community. Was für uns als IFAW sehr wichtig ist, dass wir durch gute Vorbereitung Leben retten. Und zwar nicht nur Leben von Tieren, sondern auch Leben von Menschen. Preparedness is different for each community. It's different for each individual, and it's different for each country. Vorbereitung sieht unterschiedlich aus für jeden einzelnen Menschen von uns, für jede Kommune, aber auch für jedes Land, was das bedeutet. It's really important to us at IFAW to listen to communities, to know what is important to them. Für uns als IFAW ist wichtig, den Menschen zuzuhören,
aus den Gemeinden, aus den Kommunen, um zu wissen, was denen wichtig ist, was ihnen hilft. When we prepare communities, we have to let them think it was their idea, because there has to be that ownership at the local level, because when disaster strikes, they're there, I'm not. In dieser Zusammenarbeit mit den Kommunen und Gemeinden ist es halt sehr wichtig, dass es Lösungen sind, die wir mit den Gemeinden erarbeiten, die sie für sich adoptieren, weil die Menschen sind vor Ort, wir sind nicht vor Ort, wenn eine Katastrophe passiert. Also müssen sie sich verantwortlich das akzeptieren und annehmen. Es muss deren Plan sein. In Indonesia, around Mount Agung is a volcano. Mount Agung is a volcano, very active in Indonesia. And there are communities of farmers and families all around the base of this volcano. Rund den Vulkan Agung leben viele Menschen und Gemeinden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Da muss man schon sagen. Yeah. This community wanted our advice. How should we evacuate our animals? Die Gemeinden wollten eben unseren Rat, wie sollen wir, wenn der Vulkan ausbricht, wie sollen wir unsere Tiere evakuieren? Now the request came from the government authority that manages those communities. That's how we received the request. Die Anfrage kam eigentlich durch Behörden, die für die Region zuständig ist, die diese Anfrage an uns weitergeleitet haben. So my first call wasn't back to them, but to the local organizations we knew. Und Shannon hat nicht die Behörde zurückgerufen, sondern die Organisationen, die vor Ort waren, mit denen wir Kontakt haben. I knew what was important to the government authorities, and that was evacuating people. Sie wusste, was wichtig ist für die Behörden, nämlich Menschen evakuieren, aber sie wollte eben erfahren, was ist den Menschen eigentlich wichtig. The reason they were having such a difficult time evacuating people is because every family had at least 3 animals, either small or large animals, and they weren't leaving without those animals. I knew that. Die Behörden hatten eben Schwierigkeiten, die Menschen zu evakuieren, weil jede Familie mindestens 3 Tiere hat und die eben nicht mit evakuiert wurden. Und deswegen sind die Menschen nicht mit weggegangen. So in order to make everyone happy, the government and the community members, we brought them together in a way that addressed evacuating animals, and people would follow. Also wir haben eben dann Behörden und die Menschen zusammengebracht, um einen Plan zu erarbeiten, dass eben Menschen und Tiere gemeinsam evakuiert werden können. So the government authority responsible for people ended up paying for temporary shelters for animals because they knew they weren't going to leave without them. Die Behörden haben eben dann ein System aufgesetzt, um auch für zeitliche Tierheime, also es sind nicht nur Hunde und Katzen, sondern deswegen Tierheim ist nicht das richtige Wort, aber Auffangstationen, bitte? Genau, ja. Auffangstationen vielleicht ist das besser. Auffangstationen zu schaffen, und die Behörden haben halt gesagt, okay, dafür zahlen wir. So there you go. It's a win-win for everyone, but if we hadn't reached back to this community, because we already knew some of the organizations working in these communities, and we just listened to the government, we would, to this day, not have a plan in place. Deswegen ist es halt so wichtig,
oder das Beispiel zeigt, wie wichtig das ist, dass man eben mit allen Beteiligten spricht, dass man mit den Gemeinden vor Ort spricht, aber auch mit den Behörden und die zusammenbringt. Hätten wir es nicht getan, gäbe es noch immer keinen Plan für Evakuierungen dort. So earlier this year, when Mount Agung erupted again, inside the red zone, at the base of that volcano, every single family evacuated with their animals. Anfang des Jahres ist der Vulkan wieder ausgebrochen und innerhalb der roten Zone sind diesmal aufgrund des Plans eben alle Familien mit ihren Tieren evakuiert. Also Menschen und Tiere wurden gerettet. Yes, yes, right? So, care and release is directly tied to our programmatic mission because when we rescue a wild animal or a companion animal during a disaster, they all deserve care until they can be released. Pflege und Ausbildung, das betrifft unser Programmbereich ganz direkt, weil jedes Mal, wenn wir ein Tier retten, muss es auch wieder gepflegt werden und ausgebildet oder wieder vereint werden mit seiner Familie. The care for animals, again, must be managed locally. Die Pflege der Tiere und jedes Tier darf oder hat ein Anrecht auch auf gepflegt zu werden, muss lokal geschehen. Es muss lokal gemanagt werden, vor Ort. And it's because of IFAW's commitment to building local capacity that we can empower local owners, local caretakers, and local facilities to provide better care to animals before, during, and after a disaster. Wir sind überzeugt, dass wir eben lokale Kapazitäten aufbauen müssen, wollen, damit eben die Tiere versorgt werden können, gepflegt werden können, vor, während und nach Katastrophen. The healthier animals are, the less susceptible they are to disease and other stress-related injuries during a disaster. Je besser es den Tieren geht, je besser sie gepflegt werden, behandelt werden, desto gesünder sind sie und desto weniger werden Katastrophensituationen einen negativen Einfluss auf sie haben. Also sie sind widerstandsfähiger. And every animal that we help support the care for, we do so with the intention of releasing it either to the wild, to their caretaker, or to their family. Jedes Tier, das wir pflegen oder die Pflege ermöglichen, ist immer mit dem Ziel, die wieder auszuwildern oder mit ihren Familien wieder zu vereinen. Oder neue Familien zu finden, wenn das mit den Ursprungsfamilien nicht mehr geht. And that leads right into the last image, which is reunification, rehoming, making sure that those adequate guardians, those guardians have the tools that they need to be able to continue to care in a manner that is adequate guardianship. See there, I got around to it. Das letzte Bild geht eben um die Wiedervereinigung, das ist dann vor allem die Haustiere, die Wiedervereinigung mit ihren Familien oder neue Familien zu finden, aber dass sie wieder ein Zuhause finden. Und wichtig dabei ist, dass es natürlich in gute Hände wiederkommt oder bleibt. So we know that around the world, the stronger that bond between a human and her babies here, the stronger that bond, because the animals are healthier, the humans are healthier, they love and respect one another, and they count on each other, right? It's truly a relationship.
If we can empower communities to embrace that relationship, the more likely that when people must evacuate for any type of crisis, they're taking their animals with them. Dieses spezielle Band zwischen Menschen und Tieren ist weltweit, sehen wir das. Und je stärker das Band ist, je mehr Respekt füreinander da ist, und das sieht man ja auch, desto gesünder sind sowohl Tiere wie auch die Menschen. Und wenn so starke, wenn Kommunen, Menschen dieses Konzept akzeptieren und annehmen, dass es so ein starkes Band gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eben die Menschen mit ihren Tieren evakuieren. So those are some of the ways in which we address the challenges that are ahead of us. Das sind einige Wege, wie wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, angehen. I've mentioned before that my program has a global remit. So we work all around the world. Shannon hat schon erwähnt, dass wir mit diesem Programm weltweit aktiv sind. But the only way that we can do that is by working with local authorities, local organizations, like-minded people like you all at the local level. Wir können das nur machen, weil wir mit Behörden und Organisationen vor Ort zusammenarbeiten, mit mitfühlenden Menschen wie Ihnen zusammenarbeiten, vor Ort, um das zu erreichen. So we've identified 5 primary areas or regions around the world that are at the greatest risk for natural disasters. Wir haben weltweit 5 Regionen identifiziert, wo das Risiko für natürliche Katastrophen am höchsten ist. We focus our efforts, our initiatives, to building that local capacity in what we refer to as animal rescue networks. Wir legen einen Schwerpunkt darauf, die Kapazitäten vor Ort zu stärken und bauen damit lokale Tierrettungsnetzwerke auf. Again, every network is different because every region is different. Jedes Netzwerk ist unterschiedlich, weil auch jede Region wieder unterschiedlich ist. The network that we support in India has over 700 individual members all across the country. Das Netzwerk in Indien, mit dem wir zusammenarbeiten, hat in ganz Indien verteilt 700 Menschen, die darin aktiv sind. The flooding that is taking place in Assam today is being addressed by 2 different regional teams from our network right now. Beispielsweise die Überflutung in Assam, das ist eine Provinz in der nordöstlichen Region von Indien. Da sind 2 unterschiedliche lokale Teams gerade aktiv, um Tiere zu retten. These over 700 responders, we train together, we study together, we stay in touch, we keep one another engaged with what's going on throughout the entire country. We're a team. Diese 700 Helfer, Retter in Indien, mit denen trainieren wir gemeinsam. Wir informieren uns gegenseitig, tauschen uns aus und bleiben zusammen in Kontakt. Wir sind letztendlich ein großes Team. Even the teams between the regions are very different and unique. So the team in the Northwest has different protocols than the team in the southern tip in Chennai, down in southern India. But the basic tenets of how they do their work, those are best practices that everyone shares.
Auch in Indien gibt es natürlich, sind die Teams unterschiedlich, ob jetzt im Norden oder im Süden. Es gibt gemeinsame Grundlagen, wo man gemeinsame Standards auch erarbeitet hat, aber letztendlich, wie sie dann im Einzelnen speziell agieren, ist dann immer ein bisschen unterschiedlich. In Southeast Asia, the organizations that are part of our network actually stretch from Vietnam all the way to the end of Indonesia, to include countries like Myanmar that you may not even think of, but the reason that we have this very high risk, it's kind of, I don't know if you have the Ring of Fire. Mm-hmm. Do you all familiar with the Ring of Fire? So the high risk countries that we support in our Southeast Asia ARN, Animal Rescue Network, are vast and speak many different languages. In Südostasien ist eine sehr große Spannbreite. Südostasien, genau in diesem Gebiet des Feuerrings wird es ja bei uns genannt, da sind halt sehr viele Vulkane und die Region reicht eben von Vietnam über Myanmar bis Indonesien und ist natürlich dann auch sehr divers. Trotzdem sind die Teams, haben wieder dieselben Grundlagen, auch wenn sie dann im Individuellen, im Einzelnen anders agieren würden. Something that really stands out about the Southeast Asia ARN is that our wildlife rehabbers train to support companion animals in need during a disaster, and vice versa, due to the difficulty in moving during a disaster, moving from one country to the other. So within each country, we have to cross-train specialists, and that's something very unique about this one. Was besonders ist über das Netzwerk in Südostasien ist, dass auch die Wildtierretter, die eigentlich sich spezialisiert haben auf die Rettung von Wildtieren, die bilden auch aus, dass sie für auch Haustiere retten können, was ein bisschen anders ist. Einfach weil das so schwierig ist, diese grenzüberschreitende Arbeit in der Region einfach sehr viel schwieriger ist. Deswegen, das ist halt besonders in diesem Netzwerk, dass da die Experten sich länderübergreifend nicht so leicht helfen können wie in anderen Regionen. Und deswegen muss man dort müssen eigentlich alle alles können. And throughout North America, that animal rescue network is very focused on filling the needs within that region unmet by other organizations. Das Netzwerk wiederum in Nordamerika ist darauf fokussiert, die Lücken zu füllen, die andere Organisationen offen lassen. In North America, there are a lot of organizations that support cats and dogs. In Nordamerika gibt es viele Organisationen, die Hunde und Katzen unterstützen. A lot. Viele. IFAW doesn't need to do that. Das müssen wir nicht auch noch machen. For heaven's sake. We don't need to be yet another organization focusing on cats and dogs only. We are the go-to organization for the rescue, care of wildlife. Wir sind die Organisation, also wie gesagt, wir müssen nicht Hunde und Katzen, da gibt es genug Organisationen, die sich um Hunde und Katzen kümmern. Wir fokussieren uns deswegen auf die Rettung und Rehabilitierung von Wildtieren. So we're the ones called when wildlife are at risk, either in sanctuaries, zoos, or in the wild. Wir werden dann angerufen, wenn Wildtiere in Gefahr sind, in Zoos oder Tierparks oder eben auch in der Wildnis. And over the last 2 decades, our reputation of being able to step in and serve where we're needed the most, not just what's on the news, has earned us requests for service to help
cats, dogs, horses, and livestock as well. So it's expanded our scope, but we kind of worked ourselves into this role based on the way we approach collaboration. Unser Ruf, genau, unser Ruf. Ja, tut mir leid. Also unser Ruf, den wir uns da in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben, es hat eben unseren Bereich erweitert, weil wir eben jetzt auch angefragt werden, tatsächlich auch für Hunde, Katzen, Pferde, Kühe, Schafe, Ziegen, alles Mögliche. So we basically now are the go-to for cats and dogs too, but we didn't do it because everyone else was doing it. We actually showed others a more holistic approach to animal rescue that included all animals within a community, not just one or two. Wir sind also jetzt auch tatsächlich, oder haben einen Ruf, dass wir uns auch sehr gut um Hunde und Katzen kümmern, obwohl wir eigentlich gesagt hatten, da gibt es genug Organisationen, die das machen wollen, die nicht in unserem Fokus standen. Aber dadurch, dass wir einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz haben und uns eben nicht nur auf Hunde und Katzen fokussieren, sondern auch auf die anderen Tiere in den Kommunen und Gemeinden, konnten wir auch anderen Organisationen ein Vorbild sein vielleicht. And moving on to our animal rescue network in Latin America and Greater Caribbean. Wir schwenken unseren Blick jetzt nach Lateinamerika und die Karibik. These folks are very busy. Die haben viel zu tun. Very high risk for not only high wind events such as hurricanes, falls into the family of the cyclones, but also earthquakes and tsunamis. Und dort gibt es eine hohe Dichte an Hurricanes, also Stürmen, Zyklonen, aber auch Erdbeben und Tsunamis, also genau, Tsunamis. And when these events strike this region, they compromise the soil, which is primarily sandy or very rocky, to where now you have a secondary, now you have a secondary disaster of mudslides and severe flooding. Also durch diese Naturkatastrophen oder andersrum, weil die Böden sehr sandig sind, führen diese starken Regen- und Naturkatastrophen zu Danke. So we see cascading events at a higher rate throughout this entire region. Was wir häufiger sehen dadurch in diesen Regionen sind eine Kaskade von Ereignissen. Also es sind nicht nur singuläre Ereignisse, sondern die ziehen dann immer andere Ereignisse nach sich, wie eben Schlammlawinen beispielsweise. Therefore, communities don't have time to recover. Die Gemeinden haben keine Zeit mehr, sich wieder zu erholen. Yeah. So this poses a very different model for how to prepare, respond, and recover, because they tend to be in recovery all the time. Wir brauchen ein anderes Modell, weil sie ständig in dieser Erholungsphase sind. So we've addressed their challenges by focusing on recovery initiatives that can rebuild infrastructure rather than focus on other types of planning. Dem Rechnung zu tragen, fokussieren wir uns halt eher auf diese Erholung und Wiederherstellungsphase, um zum Beispiel Infrastruktur wieder aufzubauen. If you don't have a house, you don't have a wall that can withstand a disaster, I can't really help you for the next event. So even just the basic infrastructure is what IFAW is focusing on throughout this region.
wenn die Mauern nicht stark genug sind, um diesen Katastrophen zu widerstehen, dann können die Menschen natürlich nicht helfen. Insofern fokussieren wir uns darauf, diese ganz grundlegende Infrastruktur erstmal herzustellen. Recovery also brings along challenges of its own with regard to disease prevention. Diese Erholungsphase, Wiederaufbauphase bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich, die mit Krankheiten verbunden sind. So our approach throughout this region is more focused on managing the populations of animals that they have in their care and reducing any new populations of animals through spay and neuter initiatives, because recovery continues and we can't get a handle. We can't get all of the animals that are out there healthy enough for the next disaster. How's that? Weil es so viele Haustiere gibt und es nicht schaffen, die in einen guten Gesundheitszustand zu bringen, einen guten Pflegezustand zu bekommen, dass die für die nächste Katastrophe gut vorbereitet sind, konzentrieren wir uns darauf, auch Sterilisationsprogramme zu fahren, um die Haustierpopulation runterzubekommen. So each network is very different. Jedes Netzwerk ist sehr unterschiedlich, wie sie gerade erzählt hat. And the most unique is our last. Europa. Ooh, very unique because there are a lot of different countries with different needs and thoughts in Europe. Ja, das Netzwerk in Europa und Deutschland ist auch noch mal ganz besonders, weil wir hier sehr viele unterschiedliche Länder haben, sehr unterschiedliche Ideen und so, und ich übernehme dann vielleicht einfach, ne? For the moment, but this last animal rescue network is our most recent in IFAW, just over the last couple years, because we recognize that this region is highly prone to natural disasters and more man-made disasters than folks may realize. And we're not just speaking about the war in Ukraine. Das Netzwerk in Europa ist eben besonders, weil, also es ist noch sehr jung, wir sind noch im Aufbau begriffen, aber es gibt halt auch hier zunehmend natürliche Naturkatastrophen, aber auch menschengemachte Katastrophen, wie etwa der Krieg in der Ukraine. Und hier das Katastrophenbewusstsein nicht so stark entwickelt ist, wie wir das in anderen Regionen der Welt haben. I'll just take it from here. You let me know if I need to translate to English. Wir sehen das auch beispielsweise in Deutschland, weil Tiere überhaupt in diesen ganzen Katastrophenschutzplänen, die wir überall haben, mehr oder weniger gut, selten oder gar nicht berücksichtigt sind. Und auch hier, das haben die Fluten, die Fluten letztes Jahr haben das eben auch gezeigt, dass auch bei uns das so ist, dass Menschen nicht evakuieren, wenn sie nicht ihre Tiere mitnehmen können. Also wir haben Berichte aus dem Ahrtal, haben Sie wahrscheinlich auch alle gehört, dass dass ein Hubschrauber Menschen evakuieren wollte, aber die gesagt haben, nein, ich gehe nur, wenn ich meinen Hund mitnehmen darf. Und dann auf den Hausdächern ausgeharrt haben, bis eben ein Boot kam, um sie mit dem Hund zu evakuieren. Also es trifft uns
wird uns auch zunehmend mehr treffen. Insofern ist es auch wichtig, dass wir diese Vorbereitung uns hier besser vorbereiten, dass wir eben auch in Gesprächen mit Behörden, aber anderen Rettungseinheiten, Feuerwehr, Polizei, THW, DLRG, diesen Aspekt, dass wir Evakuierung immer Menschen und Tiere denken müssen. Und da stehen wir sehr am Anfang. Niederlande ist da schon sehr viel weiter. Die haben schon ein nationales Netzwerk von Tierhilfsorganisationen, die sich tatsächlich auch schon vernetzt haben für solche Katastrophenfälle. Und die sind auch schon kurz davor, dass auch diese Tierrettung mit in die behördliche Planung mit Eingang findet. In Frankreich sind wir auch schon einen Schritt weiter als hier in Deutschland, weil dort gibt es eine extra Feuerwehreinheit, die sich spezialisiert hat auf die Tierrettung. Nicht nur Haustiere, sondern eben auch Kühe, Pferde, Großtiere. Bei uns in Deutschland ist das noch sehr vereinzelt. Also es gibt meistens bei Feuerwehren sind das einzelne oder kleine Gruppen, die sich sehr tierverbunden sind und deswegen sich selbst so weitergebildet haben, dass sie trainiert haben, damit sie das können, diese technische Fähigkeiten haben. Aber diese technische Rettung ist ja auch nur ein Aspekt. Wir wollen, wie wir das halt weltweit machen, so wie Shannon das erzählt hat, eben auch diesen ganzen Bogen auch hier verankern, dass wir besser vorbereitet sind durch Planung, Katastrophenschutzplanung, diese technische Rettung überall auch normal ist und verankert ist, aber auch die Pflege und die Rehabilitierung der Tiere dann stattfinden kann. Aber das ist noch ein weiter Weg, den wir hier zumindest in Deutschland gehen müssen und der vor uns liegt. Und auch die Vernetzung unter der Organisation ist auch ein großer Brocken, wenn man das so sagen kann, weil alle ihre eigenen Ideen und Aspekte haben. Aber auch da verstehen wir uns als IFAW als ein Katalysator, dass wir die Gruppen zusammenbringen, dass sie sich nicht unbedingt streiten, muss das Rettungshalsband rot oder blau sein, sondern irgendwie, dass man sich auf Freiheiten lässt, aber dass man eben zusammen spricht, eine stärkere Stimme hat gegenüber der Politik und dann vorangehen kann. Ja, und ich bin jetzt, glaube ich bin gar nicht mehr bei diesen Slides. Okay. Genau. So, da stehen wir in Europa eigentlich. Und wir sind sehr froh, dass wir so ein erfahrenes Team in Nordamerika haben und Shannon mit dabei, die sehr viel Erfahrung haben in diesen Einsätzen mit den Katastrophen. Und vielleicht ein Kristallisationspunkt auch für einige Gruppen in Deutschland, mit denen wir jetzt stärker im Gespräch sind, auch Deutscher Tierschutzbund etwa, war eben die Krise oder der Krieg in der Ukraine und dieser Rettungseinsatz, den wir dort zusammen mit Deutschen Tierschutzbund und Tierrettungsgesellschaften gemacht haben. Und dazu kann Shannon und Vanessa uns mehr erzählen. So, Shannon. Ukraine. Okay. Are you translating that for me? That's right. Yes. Well, folks, we as IFAW had a feeling in February, early February, that an invasion was imminent by the Russians. Anfang Februar haben wir schon die Möglichkeit der Invasion von Russlands gesehen und haben angefangen, uns vorzubereiten. In 2014 through 15, we worked extensively with several organizations throughout eastern Ukraine when they were invaded by Russia.
Schon 2014, 2015 haben wir mit einigen Organisationen in der Ostukraine zusammengearbeitet, als die Invasion der Krim stattgefunden hat. These are our friends, these are our colleagues, these are our friends. Das sind unsere Freunde, unsere Kollegen geworden. Also diese Organisationen in Ostukraine. But when the invasion was imminent, we worked very hard with those local partners in eastern Ukraine to source product, to make sure that they had as much food for their animals, for themselves, fresh water. We just knew, please, whatever it takes, just get what you need. We were paying distributors directly to ship as much product into eastern Ukraine as we possibly could leading up to February 24th. Kurz vor der Invasion haben wir den Organisationen in der Ostukraine, mit denen wir zusammenarbeiten, geholfen und sie gebeten, dass sie ihre Vorräte aufstocken. Und wir haben versucht, alles Mögliche zu machen, dass sie vor allem mit Futter und Wasser, alles so viel wie sie konnten, Vorräte anlegen konnten. Video. The video? Shall I show the video? Yeah? Okay. I wasn't sure if you want to say something. Yeah, while you're setting that up, I'll just say one statement there, Vanessa. Yeah. After the invasion on February 24th, IFAW had to make a very difficult decision to not send us into Ukraine. Nach Beginn der Invasion am 24. Februar mussten wir eine sehr schwierige Entscheidung treffen, nämlich nicht in die Ukraine direkt zu gehen. We all wanted to go. Wir wollten gehen. But that was not smart. That was our hearts, that wasn't our minds speaking, and so we did not activate our global responders to deploy into Ukraine, but instead had to find another way to make an impact. Wir wollten unbedingt helfen und wir wollten eigentlich, also unsere Herzen haben uns gesagt, wir wollen in die Ukraine und dort helfen. Aber das war keine intelligente, schlaue Lösung. Deswegen mussten wir einen anderen Weg finden, um zu helfen. We knew from our experience and our partnerships that not only would wildlife be at risk, but confined animals in sanctuaries and zoos, and also owned animals by individuals. Aus unserer Erfahrung heraus wussten wir, dass nicht nur die Tiere in Zoos und Sanctuaries, Auffangstationen in Gefahr waren, sondern eben auch Haustiere. Mm-hmm. The numbers of animals, the number of cats and dogs in Ukrainian shelters, in addition to animals owned by breeders, was over 200,000. Die Anzahl von Tieren in Tierheimen, aber auch bei Züchtern in der Ukraine ist über 200.000. Whoa. Whoa. I think we found how we can have an impact. Wir haben herausgefunden, wie wir helfen können. Reaching out to local organizations within Ukraine, managing each one of those types of species, those certain situations, we were able to identify a response plan to help on every single border of Ukraine. Wir haben Organisationen innerhalb der Ukraine kontaktiert, dass wir an allen Grenzen, Westgrenzen der Ukraine, Hilfsangebote aufbauen können für all diese unterschiedlichen Tiere. So we brought together other international rescue organizations, both human and animal,
for a very important phone call. Wir haben also andere Organisationen, internationale Organisationen, sowohl humanitäre wie auch Tierschutzorganisationen zusammengebracht für eine wichtige Telefonkonferenz. No one single organization, human or animal, was going to manage this. Keine Organisation kann oder konnte alleine diese Situation bewerkstelligen. No way. We had to work together. And that meant making sure that we all were assigned or took responsibility, is a better way of saying it, that we each took responsibility for a certain very important task. Nur durch die Zusammenarbeit kann man so eine große Herausforderung angehen. Und es kann nur funktionieren, wenn jede Organisation Verantwortung für einen bestimmten Bereich übernimmt. So what you'll see in the video is a little snapshot of IFAW's impact for the first 100 days of the war. Das Video zeigt, was wir in den ersten 100 Tagen des Krieges erreichen konnten und was in unserem Verantwortungsbereich war. Spricht für sich selbst und übernimmt. Ja, okay, alles klar. Ja, ich bin Vanessa. Ich arbeite normalerweise oder bin für die Fördererbetreuung zuständig und hatte Mitte April, vom 8. bis zum 16. April, die Möglichkeit, nach Polen zu fahren und unter anderem auch Shannon zu unterstützen und direkt an der Grenze zur Ukraine zu helfen. Ihr habt gerade, oder Sie haben gerade in dem Video das blaue Zelt gesehen und in diesem blauen Zelt habe ich dann 8 Tage lang ausgeholfen und habe flüchtenden Menschen und ihren Haustieren quasi das geboten, was wir Haustieren ermöglichen konnten zu dem Zeitpunkt. Und es war für mich persönlich eine der emotionalsten Erfahrungen, die ich machen konnte und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen konnte, weil ich dann das erste Mal sehen konnte, was wir beim IFAW hinkriegen und was wir gerade in so einer außergewöhnlichen Situation auf die Beine gestellt haben. Und gerade an dem Grenzübergang war es extrem krass zu sehen, dass nur humanitäre Hilfe vorhanden war und wir waren einfach die einzige Tierhilfestation. Und ja, es war sehr extrem und emotional und ich habe jetzt ein paar Geschichten von Flüchtenden mitgebracht, die mich emotional auch getroffen haben und vor allem damit Sie sich auch vorstellen können, wie die Personen bei uns im Zelt reingekommen sind. Das ist zum Beispiel Anna. Anna ist aus der Severodonetsk-Region geflohen und gerade musste ich auch ein wenig als Shannon über das Wort Vorbereiten, Preparedness, gesprochen hat, nachdenken, weil die Personen, die bei uns im Zelt reingekommen sind, die hatten gar keine Zeit, sich vorzubereiten und hatten ihre Tiere, wie jetzt zum Beispiel Anna, in der Jacke versteckt. Eine Katze hatte sie dabei und noch zusätzlich einen Hund und sie war alleine. Und das, was wir geleistet haben, waren zum einen dann die Katze mit einer Transportbox auszustatten, den Hund mit Wasser zu versorgen, mit Futter zu versorgen, wenn notwendig auch eine neue Leine zu geben und ja, einfach eine generelle neue Ausstattung dem Tier zu ermöglichen, dass Personen wie Anna weiter und komfortabler mit ihren Tieren reisen können. Kannst du mir weitermachen? Genau, das war Daria, Alice, Love und Polina. Sehr erstaunlich war auch, dass ich fast nur Frauen kennengelernt habe oder auch jüngere Damen. In dem Fall ist eine ganze Generation zusammengereist, die Oma, die Tochter, die Cousine und das Kind von Daria. Gleich kommen noch weitere Bilder. Genau, das ist Daria. Die hatten 2 Hunde dabei, Lucky und Bonja. Ja, es war
auch sehr interessant, sich mit der Familie zu unterhalten, weil sie nach Deutschland gereist sind, weil sie Bekannte in Deutschland haben. Man konnte nicht jedes Mal herausfinden, wo sie hinreisen. Die meisten waren erstmal froh, sicheren Boden zu haben und ja, die polnische Grenze überquert zu haben. Und das ist zum Beispiel Irina. Irina ist aus Melitopol geflohen. Irina hat einen Hamster dabei. Also wir hatten verschiedenste Tiere in unserem blauen Zelt, die wir behandelt und versorgt haben. Doch, im Käfig, ja. Aber wir haben halt auch in der Regel auch neue Käfige ausgestattet, weil, wie gesagt, die meisten hatten keine Zeit, sich vorzubereiten und so eine Reise vor allem mit Tieren vorzubereiten. Und ja, sie hatte ihren Hamster dabei und auch eine Katze dabei. Also es war wirklich erstaunlich, wie wichtig den Ukrainerinnen ihre Haustiere sind. Und ja, das ist zum Beispiel auch sehr krass für mich gewesen. Da ist eine Person mit dieser Ikea-Tüte bei uns in das Zelt gekommen und wir öffneten die Tüte und es waren einfach 4 Katzen in der Tüte. Also wir haben dann natürlich die Katzen erstmal in unseren kleinen Ruheort gebracht, wo sie mal auf die Toilette gehen konnten, was essen konnten und einmal endlich durchatmen können, weil zum Teil waren die Personen 3 bis 4 Tage unterwegs und die Tiere haben weder was zu essen noch zu trinken bekommen. Und ja, also sie konnten endlich mal durchatmen und ja, das war Richard. Richard war ein wenig verärgert, als er bei uns im Zelt angekommen ist. War auch ein Zeichen davon, dass die Tiere natürlich gestresst sind, niemandem richtig vertrauen und gerade wenn 3 Personen sich um ihn auf einmal kümmern und er schon mehrere Tage mit seiner Besitzerin unterwegs war, ist das natürlich eine stressige Situation für jedes Tier. Um das einfach noch mal kurz zu Ende zu führen, diese ganzen einzelnen Geschichten, die ich während der 8 Tage erlebt habe, man kann sich das einfach nicht vorstellen, was das für ein Ausmaß für jede einzelne Person war und zusätzlich, wie wichtig jeder einzelne Person das Haustier auch ist. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen ohne Ihr Haustier oder Sie müssen Ihr Haustier zurücklassen. Also das, was ja, das geht nicht. Das ist wie ein Familienmitglied, ne? Das ist wie ein Familienmitglied und gerade in der Zeit, wo ich in diesem Zelt gearbeitet habe, ich habe mich zwischendurch auch gefühlt, als würde ich bei Fressnapf arbeiten oder einfach in einem Tierhandlungsgeschäft, weil wir einfach genau das den Tieren geboten haben, damit sie Nahrung kriegen, Geschirr kriegen, Transportboxen, um einfach eine angenehme Weiterreise zu haben. Und das war für mich persönlich einfach sehr schön zu sehen, was wir vor Ort an Arbeit leisten. Und deswegen diese ganzen individuellen Geschichten, das sind halt 5 oder 6 Stück, die ich jetzt erzählt habe, aber es waren halt ganz, ganz, ganz viele. Und ja, also das von meiner Seite aus. Was on the ground in Poland. That doesn't mean we aren't supporting initiatives in every other neighboring EU country and beyond, because we're watching where are the refugees going, where are the refugees with pets going, what are their needs once they get there, because a majority of the refugees that we spoke to want to go home. Also, obwohl wir vor allem in Polen aktiv waren, an der Grenze, haben wir durchaus geschaut, okay, wo gehen die Flüchtlinge, vor allem die Flüchtlinge mit Tieren hin. Das haben wir sehr genau beobachtet, um dort auch Hilfen anzubieten. Aber die Mehrheit der Geflüchteten, die wollen natürlich wieder zurück. So we need to make sure they have the resources in whatever country they end up in to get vaccination, microchip, and whatever else they need to make sure that they have that passport, pet passport,
and they can enter Ukraine without any problem. Also unser Anliegen ist es halt egal, wo sie hinflüchten, dass sie die Möglichkeit und Ressourcen haben, also dass sie ihre Hunde chippen können und alles Nötige haben, damit sie dann auch ohne Probleme auch wieder zurück in die Ukraine können mit ihren Tieren. And we need to have a very serious conversation about animal populations within Ukraine. When the war stops, we need to have a very serious conversation about the number of animals in animal shelters. Was auch eine sehr wichtige Diskussion sein wird, ist, wenn der Krieg erstmal zu Ende ist, über die Situation der Tiere in der Ukraine, weil die Situation vor dem Krieg für viele Tiere schon nicht sehr gut war. Und natürlich sehen wir das als Aufgabe bei dem Wiederaufbau auch ein anderes Verständnis für Tiere zu unterstützen und mehr ein Miteinander, dieses Band, dieses spezielle Band von Menschen mit ihren Tieren, das hervorzuheben und die Möglichkeit und die Schönheit dieses Bandes auch zu zeigen und dann einen stärkeren Schwerpunkt drauf zu legen. We need to have that same serious conversation with several other Eastern European countries. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass in anderen osteuropäischen Ländern die Situation auch nicht gut ist. Diese Diskussion muss es natürlich auch geben. So, I have a question. What kind of support, except money, of course, you want or you need for, like, especially for Europe? Because everyone is talking about Ukraine, you know, it's a very, I mean, it's a big topic, yeah. But especially for Germany or for Eastern Europe, what kind of support you still can need, except with money? Like, die Frage ist, was für eine Art von Unterstützung brauchen wir in Europa, auch speziell Deutschland, vielleicht auch Osteuropa, abgesehen von Geld? Manpower, human resources. All of Commitment you of need all. to come out with me. Yes. No, I have T-shirts at the door. No, just kidding. So one thing that I think is very important is to reinvest in local communities that are supporting Ukrainians. Also eine Sache, die sehr wichtig ist, ist in Gemeinden, Gemeinschaften, Kommunen zu investieren, die ukrainische Flüchtlinge unterstützen. So if you are so we're in Germany, right? Yes. Yeah. Hamburg. So here in Hamburg, what types of services are being offered to Ukraine refugees and those who also may have pets with them? Also ganz lokal auch hier in Hamburg, welche Unterstützung wird ukrainischen Flüchtlingen und ihren Tieren angeboten? Was für Angebote gibt es da? yeah, like where I come from in Eltville, I work, like I do room pets, like dogs, for free, and I also work with a vet, like with a local vet, and he's like take care of the dogs when they come and don't have like help at the borders or something. So, but like, do you need some media push or? Oh, I'll always take a media push. I'll always take a media push because, and let me go back real quick to what people can do. I think that to help IFAW and our mission is to better prepare yourself, your family, your community. That makes me very happy, makes IFAW very happy, and at least is a silver lining that comes out of this war, that people have recognized I've got to take better care of myself and my family and not rely on a government or someone else to do it. Yeah.
But here, especially in Germany, the people are like, they are willing to help, and sometimes they're like blind and crazy ants walking around. I want to help, I want to help. But they don't think about what is really, really good help. They just like collect stuff people don't need. They love, there is no country in Europe that gathered more stuff than Germany. It was blankets, dog collars, sweaters, bowls, food, carriers, more than any other country in the entire world. Germany hat am meisten Hilfsgüter gesammelt und auch geschickt an die Grenze. Also genau. In keinem anderen Land gab es so viel Hilfe, und die Frage war ja auch, okay, wie kann man die Hilfe manchmal besser koordinieren? Und da sind wir leider, muss man sagen, noch ein bisschen weit weg. Wir wollen alle helfen, aber die Tierschutzorganisationen, wir sind noch nicht gut genug koordiniert und vernetzt. Und auch letztes Jahr die Fluten, die haben uns das gezeigt. Und wir haben ja noch ein Stück Weg vor uns. Aber genau das ist wichtig, und das wollen wir halt als IFAW auch ermöglichen und versuchen, die unterschiedlichen Organisationen da zusammenzubringen. Weil das ist ganz offensichtlich, das fehlt.